Willkommen bei Military Miniatures Magazin www.miniatures.de. In dieser Ausgabe befassen wir uns mit dem Niederbordwagen KKLM 505 im Maßstab 1:87 von Märklin. Eigentlich war geplant, die Bodenbretter mit einer Holzmaserung zu versehen und das Wageninnere danach zu lackieren. Dabei stellte sich allerdings heraus, dass auch die nackten Innenseiten der Bordwände überarbeitet werden müssen, bevor das Lackieren beginnen kann. So langweilig sieht der Niederbordwagen im Original aus, weshalb wir ihm jetzt mit Schmirgelpapier zu Leibe rücken. Das grobe Schleifpapier wird fest auf die Ladefläche gedrückt und dann entlang der Faserrichtung über die Bodenbretter gezogen. Je mehr Druck wir anwenden, umso tiefer graben sich die Kratzer in die Bodenbretter ein und umso deutlicher wird später die Maserung, wenn wir dann mit Lasuren über der Lackierung arbeiten. Es geht also nicht darum, die Oberfläche der Bodenbretter nur anzuschleifen, sondern wir wollen tatsächlich deutliche Rillen in die Bretter einbringen. Mit einem kleineren, etwas flexibleren Stück Schmirgelpapier versuchen wir jetzt noch näher an die Bordwände heranzuarbeiten, damit auch dort etwas Holzmaserung sichtbar wird. Mit einem Gravierstichel vertiefen wir jetzt die Fugen zwischen den Brettern. Dazu wird der Stichel in die bereits vorhandene Fuge eingefädelt und dann mit leichtem und konstantem Druck durch die Fuge geschoben. Hier sieht man sehr schön, wie viel Material der Stichel aus der Fuge herausholt und die Fuge dabei schön vertieft. Anschließend wird die Ladefläche mit der Klinge des Cutters abgeschabt und von den vielen Spänen befreit. Das Nachziehen der Fugen mit dem Stichel und mit der Spitze des Cutters sorgt dafür, dass keine Späne mehr in den Fugen zurückbleiben, die später beim Bemalen dann störend auffallen würden. Die Bordwände sind innen ca. 4,8 mm hoch und müssen in 3 übereinanderliegende Bretter geteilt werden. Wir verwenden hier ein ca. 1,6 mm dickes Stück Pappe, um die Klinge des Cutters zu führen, während wir die unterste Fuge in die Bordwand einschneiden.
2 dieser Pappen übereinander ergeben dann den richtigen Abstand für die zweite Fuge in der Bordwand. Für die Pfosten an der Innenseite der Bordwand verwenden wir Polystyrol-Kunststoff aus einem alten Blumentopf. Das Kunststoffmaterial ist 0,4 mm stark und die Breite der Pfosten haben wir von der Außenseite des Wagens übernommen. Die Pfosten sind ungefähr 5 mm hoch und können nach der Montage dann auf die tatsächlichen 4,8 mm gekürzt werden. Zu viel aufgetragenen Klebstoff nehmen wir einfach mit einem Küchentuch von der Oberfläche ab, bevor Schaden an der Bordwand entsteht. Ja, und so interessant sehen die beiden umgebauten Niederbordwagen jetzt aus, bevor wir im nächsten Schritt mit dem Lackieren beginnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht auf Wiedersehen beim nächsten Tutorial.